Okay, nachdem ich herausgefunden habe, dass es tatsächlich nicht möglich ist, erweiterte Statistiken für ein MetaQuotes-Demokonto zu erhalten, weil FXBook diese nur für den privaten Gebrauch freigibt und FXBlue keine MetaQuotes-Konten unterstützt, habe ich nun beschlossen, die ganze Sache neu zu starten und mit meinem Robo Forex Pro Demokonto zu arbeiten, das ich erstellt habe. Jetzt kann ich Ihnen also zeigen, wie Sie Ihre Statistiken auf FXBlue einrichten können. Zumindest hoffe ich das. Gehen wir also auf diese Website. Wenn Sie sich auf der Hauptseite befinden, müssen Sie auf Ihr Handelskonto analysieren klicken. Dann können Sie nach unten scrollen und etwas hinzufügen. Es gibt eine Option zur Kontosynchronisierung, für die Sie ein Investor-Passwort benötigen. Und es gibt eine Publisher-Option, die für Windows gut ist, aber auf Linux-PCs nicht so gut funktioniert. Lassen Sie uns also versuchen, ein MT5-Konto zu registrieren. Ich werde mich für RoboForex entscheiden. Es gibt mehrere Optionen. Ich hoffe, dass diese die richtige ist, da sie mit dem Servernamen übereinstimmt. Die Kontonummer lautet nicht ganz richtig, es fehlt noch eine 7. Lassen Sie uns das Anlegerpasswort eingeben. Das finden Sie übrigens in der Dokumentationsdatei. Ich werde es heute hinzufügen und Sie können sich mit der Kontonummer und den Serverzugangsdaten mit meinem Konto anmelden und sehen, was vor sich geht. Und natürlich muss ich eine E-Mail-Adresse angeben. Ich denke, das ist alles. Lassen Sie uns also auf Registrieren klicken. Ich werde das speichern und hier ist die Adresse meiner Statistikseite. Und jetzt heißt es, dass die Kontosynchronisierungsoption nur für MetaTrader 4 verfügbar ist. Normalerweise könnte ich eine Publishing-App herunterladen, aber es heißt, dass wir hier ein Serverproblem haben. Heute ist Samstag, also sehen wir keine eingehenden Ticks und daher bin ich nicht sicher, ob die Kontosynchronisierungsoption auch mit MetaTrader 5 funktioniert. Wir werden es am Montag sehen. Auf dieser Website heißt es, dass die Kontosynchronisierung für MT4 und MT5 funktionieren sollte. Da ich das Konto ändern musste, ist dies im Grunde ein Neuanfang am Montag. Das war es also erst einmal. Wir haben ein neues Konto eingerichtet. Wir haben die FXBlue-Statistiken eingerichtet und ich denke, am Montagmorgen werden wir schlauer sein. Das war's also mit diesem Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächstes Mal.